Marc und ich starten an diesem Sonntagmorgen um 7:45 in Cotarendura auf dem Camino de Levante. Die Bar hat noch geschlossen und wir müssen ohne Frühstück los. Der Jakobsweg Camino de Santiago de Levante verläuft von Valencia nach Zamora. Die 27. Etappe von Cotarendura nach Arévalo ist 28 Kilometer lang. Die ersten 4 Kilometer laufen wir auf einem Feldweg entlang einer Landstraße. Als der Weg immer schmaler wird und schließlich ganz verschwindet, wechseln wir auf die Straße. Nach 4 Kilometern erreichen wir die kleine Ortschaft Hernán Sancho. Die Bar hat noch geschlossen, wahrscheinlich hätten wir in der Tankstelle kurz vor dem Ort einen Kaffee bekommen, aber zurücklaufen, nein, das möchten wir nicht. Nach weiteren 3 Kilometern streift der Jakobsweg den kleinen Ort Villanueva de Gómez. Marc hatte gestern kein richtiges Abendessen, er braucht dringend ein Frühstück und möchte hier eine offene Bar suchen. Ich laufe weiter, denn ich will heute Nachmittag in Arévalo den Zug nach Madrid nicht verpassen. Leider geht mein Urlaub zu Ende und ich muss heute den Camino de Levante abbrechen. Weiter geht es über Schotterwege durch abgeerntete Felder. Um 9:15 erreiche ich El Bourdon, der dritte kleine Ort auf der heutigen Etappe. In der Calle Mediodía, der Mittagsstraße, denke ich an die Calle Mediodía in La Roda, wo ich lange nach der Pilgerherberge suchte und sie dann in der Stierkampfarena fand. Im Rathaus versteckt sich die Bar Ayuntamiento, hier bekomme ich endlich meinen Kaffee. Kurz vor Tiniosillos wachsen Weintrauben. Als ich mir eine Rispe nehme, erschreckt mich ein Mann, vielleicht der Bauer. Buenos días. Um 11 Uhr habe ich in Tiniosillos die Hälfte der Etappe schon hinter mir. Die Stadt mit 800 Einwohnern war eines der Töpferzentren in der für das Töpferhandwerk bekannten Provinz Ávila. In den 1930er Jahren gab es hier bis zu 30 Töpfereien.
Hinter Tiniosillos verläuft der Camino de Levante 10 Kilometer über Schotterwege und Sandwege durch einen Pinienwald. Hier im Wald wird Kiefernharz gewonnen. Aus dem Harz wird unter anderem Kolophonium erzeugt zum Herstellen von Klebern für Kaugummi oder zur Behandlung von Bogenhaaren für Streichinstrumente. 1960 arbeiteten in Spanien fast 5000 Menschen in der Naturharzgewinnung, 2008 nur noch etwa 100 Menschen. Inzwischen gab es von der Provinzverwaltung Ávila Maßnahmen, um diesen Wirtschaftssektor zur Schaffung von Arbeitsplätzen zu fördern. Im Sand sehe ich Fußspuren. Laufe ich etwa im Kreis wie damals Puder Bär, als er das Wuschel jagen wollte? Nein, das sind nicht meine Fußspuren. Zwei Kilometer verläuft der Jakobsweg nun auf einer Landstraße mit schmalem Seitenstreifen. Manche Autofahrer bleiben trotz freier Gegenfahrbahn stur auf ihrer Spur. Es ist, als wollte mir der Camino de Levante den Abschied erleichtern. Die letzten 6 Kilometer bis Arévalo geht es nun auf Sandwegen entlang der Landstraße. Es ist schon nach 1 Uhr. Die Suche nach einem Rastplatz gestaltet sich wieder schwierig. Auf einem Baumstamm mache ich eine kurze Pause. Es sind noch 6 Kilometer bis Arévalo. Um 2:30 bin ich in Arévalo, eine größere Stadt mit 8000 Einwohnern. Es gibt hier eine Pilgerherberge, ich aber muss zum Bahnhof. Zuvor ist noch Zeit für eine Stadtbesichtigung. Arévalo ist die zweitgrößte Stadt in der Provinz Ávila und wurde 1085 im Rahmen der Reconquista, der christlichen Rückeroberung, gegründet. Sehr schön ist die Plaza de la Villa mit ihren dekorativen Arkadengängen und 2 Kirchen aus dem 12. Jahrhundert. Ich habe sogar noch Zeit für ein schnelles Menü del Día. Als ich dem Kellner das Geld für die Rechnung gebe, ist er sichtlich erleichtert. Nach 4 Wochen auf dem Camino de Levante sehe ich wohl so aus, als könne ich mein Essen nicht bezahlen. Jetzt aber zum Bahnhof. Der Bahnhof von Arévalo liegt 3 Kilometer außerhalb des Zentrums. Die Fahrt mit dem Bummelzug nach Madrid dauert 2,25 Stunden. Señores clientes, extremen la precaución antes de cruzar las vías. Und so findet meine diesjährige Pilgerfahrt ein ziemlich unspektakuläres Ende.
Gerne wäre ich den Camino de Levante bis zum Schluss gelaufen. Bis Zamora wären es noch 130 Kilometer, also 4 bis 5 Etappen. Aber dies war sicherlich nicht mein letzter Jakobsweg und vielleicht kann ich den Camino de Levante im nächsten Jahr fortsetzen. Und so ist es dann auch. Anfang Mai starte ich erneut auf dem Camino de Levante, diesmal in Aguilar, also 2 Etappen vor Arévalo. Mit dabei ist mein langjähriger Pilgerfreund, ich nenne ihn hier mal Uwe Doble. Er möchte nicht gefilmt werden. Im Touristenbüro von Arévalo können wir uns für die Pilgerherberge anmelden. Arévalo hat eine schöne Herberge mit 2 Schlafräumen und einer ausgestatteten Küche. Zum Abendessen gibt es Linsensuppe mit Eis. So gestärkt streifen wir durch die Stadt. Am Stadtrand liegt das Castillo de Arévalo. Die spätere spanische Königin Isabella I. von Kastilien oder Isabella Católica verbrachte einige Jahre ihrer Kindheit in Arévalo. Vermutlich deshalb ließ sie die Burg zu einer luxuriösen Unterkunft für hochrangige Gefangene umbauen. Hier bei der Burg liegen der Arco de Medina und die Puente de Medina, wo wir morgen nach Medina del Campo aufbrechen wollen.